So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Okay, schauen wir uns an, wie man einen BitX mit dem Webflasher BitX flashen kann. Dazu gibt es diese neue Seite jetzt im Internet, also relativ neu noch. Die alte Seite ist noch existent, aber die wird umgeleitet und der alte Flasher ist eigentlich schon draußen. Das ist jetzt das neue Layout, so schaut es jetzt aus. Das ist wirklich eine schöne, sehr easy Geschichte. Und wenn wir das mal ganz kurz hier durchgehen, wir können Hell-Dunkel-Modus machen. Dann wir haben hier alle möglichen Sprachen. Okay, nicht alle möglichen Sprachen, aber die wichtigsten. Dann eine Anleitung findet ihr auch, wie das Ganze funktioniert. Ist auch ganz interessant. Und die Funktionen. Die Funktionen stehen eigentlich nur in der Seite. Schnelles Flashen, webbasiert und mehrere Boards unterstützt für verschiedene BitX-Boards und Module. Gehe wieder nach oben. Das war es eigentlich schon. Ja, könnt ihr auch Member werden. Das könnt ihr dann hier oben machen. Aber es ist Open Source, also ihr müsst hier eigentlich gar nichts tun. Ihr könnt, wie gesagt, Open Source ist immer eine Sache, die kostenlos euch zur Verfügung gestellt wird. Das muss man einfach auch nochmal erwähnen. Und die Leute, die das machen, haben auch ein kleines Dankeschön mal verdient. Und wenn ihr dann eine kleine Zuwendung auch mal machen könntet oder eine Unterstützung oder eine Teilnahme anbieten würdet, dann ist das eigentlich auch eine faire Sache. Dann gleich der Hinweis in eigener Sache, wenn wir schon beim Thema sind. Ich produziere die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit und würde mich über eine Unterstützung auch sehr freuen. Ein Spendenlink über PayPal bzw. Banküberweisung, Bitcoin oder Lightning findest du am Ende der Videobeschreibung. Gut, zurück zum Thema. Wenn ich das hier benutzen will, den BitX Flasher, dann möchte ich natürlich meiner verbinden. Diese Verbindung setzt voraus, dass ihr einen USB to Serial Rig Controller habt. Meistens hat man da die TTL-Version. Bestellt man sich, wenn man es nicht schon hat. Und da sind ein paar Kabelchen dran und das kann man dann an den Miner anstecken und dann an den USB-Port des PCs connecten. Da gibt es ein anderes Video dazu. Ich weiß nicht, ob es vor oder nach diesem Video veröffentliche. Wahrscheinlich danach. Das beschäftigt sich mit dem Bricking eines Lucky Miners, einen LV06, wie man den denn flashen kann, der ja nicht mehr mit der neuesten 203er Version teilweise gar nicht mehr in der Lage ist, geflasht zu werden. Das geht aber auch, das wie gesagt in dem nachfolgenden oder in dem vorhergehenden Video, da einfach, ich verlinke es in dem Video und dann findet ihr das auch. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr das angeschlossen habt, hier auf Verbinden gehen. Und jetzt könnt ihr eure Schnittstelle auswählen. In dem Fall ist das eben hier bei mir jetzt einfach im CP2102. Ein USB Android Bridge Controller COM3. Der ist gekoppelt. Sage ich verbinden. Den gibt es hier in Asien für 85 Cent. Ich weiß nicht, was er in Deutschland, Europa kostet. Bestimmt auch wieder 10, 20 Euro. Aber das ist das Ding wert. Kann man immer wieder mal brauchen. Gerade wenn man mit Minern oder so arbeitet, wo man halt doch mal ab und zu selber eine Hand anlegen muss. Da ist einfach so eine Ausstattung, wenn man sie hat, nicht schlecht. Oder man kennt jemanden, der eine Ausstattung hat. Die hier bei mir in Asien, die kommen auch mittlerweile schon zu mir. Also ich hatte jetzt schon mehrere da. Ich habe es auch schon gehabt, dass mir aus Deutschland einer meiner geschickt hat, den ich wieder restauriert habe. Ist aber nicht die Regel, weil sich eigentlich nicht rentiert, weil das Porto also wirklich sehr heftig ist. Also du zahlst ein Päckchen her, Päckchen zurück. Und dann ein kleine bisschen Anteil für mich natürlich, ist klar. Dann bist du da locker bei 100 Euro. Also das ist eine Reparatur. Nee, kann ich mir schon fast eine neue Version von meiner kaufen. Ne? Müssen wir mal einfach so nehmen. So, der ist jetzt verbunden. Ich kann jetzt mal spaßhalber Logging starten machen. Macht er nicht. Gut, kann man auch nichts machen. Wäre nicht schlecht gewesen. Wäre jetzt eigentlich irgendwie ganz nett gewesen. Mal funktioniert es nicht. Ich habe so das Gefühl, die Seite hat manchmal so ein paar Ecken noch, da ist natürlich ganz alles perfekt. Ihr habt auch das Problem, wenn ihr das geht, ich kann Supra auswählen und kann die 4.1 Bordversion zum Beispiel nehmen. Ich sage, ich möchte die Firmware haben und flash das jetzt halt. Dann schreibt er mir, selbst wenn ich eine 204er Bordversion jetzt drin hätte, dass die Software so dass ich einen 401er Supra habe. Dann funktioniert aber das Gerät nicht mehr. Das ist ganz wichtig.
und ihr habt das 401 dann auf dem Gerät drin stehen und ist im dritten Video zu diesen Bittax meiner Flash-Geschichten ist es dann noch, da gibt es noch ein weiteres Video dann, da ist es auch nochmal erklärt, wie man das wieder rückgängig macht, dass man aus der Bordversion 401 wieder eine 204 macht, dass das Ding funktioniert. So, dann die Softwareversion, nein Quatsch, wir gehen wieder zurück, damit wir ja nichts machen. Unrat, Ultra, dann die 204er Bordversion habe ich am Laufen und die Softwareversion hätte ich gern 245. Und dann kann ich hier auswählen, Konfiguration behalten oder nicht behalten. Ob das jetzt nur die Konfiguration gelöscht wird oder ob dann ein Factory Default geschrieben wird. Ich habe es jetzt nicht rausbekommen. Konfiguration behalten ist also quasi mehr oder weniger, würde ich jetzt fast mal schätzen, ein Update. Knirsch, wenn die Miner schon Schwierigkeiten machen und ihr wollt das Ding irgendwie auch damit zurücksetzen und wieder ans Laufen bringen, weil ihr zu viel geflasht habt und der Miner schon spinnt, würde ich die Konfiguration nicht behalten. Dann spielt der Factory Default ein, also Firma quasi zurücksetzen komplett. Dann würde man hier auf Flashen starten klicken. Kann ich auch mal gerne machen. Ich habe jetzt den noch nicht bereite Flashen vor. Das steht jetzt hier unten. Jetzt wird er gleich einen Fehler spucken. Also merkt schon, es dauert auch einen kleinen Moment. Also ist nicht so schnell. Besorgt sich jetzt die Dateien wahrscheinlich aus dem Internet. Stellt die dann zusammen. Und er diagnostiziert gerade den Fehler, weil der Miner nicht im Boot-Modus ist. Genau, Miner nicht im Boot-Modus. Da habe ich jetzt was vergessen. Das habe ich euch unterschlagen. Das kann ich euch ganz kurz erklären. Wenn ihr den Miner natürlich flashen wollt und ihr habt ihn jetzt mit einem Serial USB-Controller angeschlossen, dann müsst ihr den Miner natürlich in den Boot-Modus bringen. Das heißt, ihr habt auf der Unterseite von der Platine normalerweise oder je nach Baureihe von eurem Board einen Boot-Button und einen Reset-Button. Das heißt, wenn der am Stromkabel angeschlossen ist, mit dem Serial-Kabel angeschlossen ist, drückt ihr diesen Boot-Button, dann drückt ihr ganz kurz den Reset-Knopf dazu. Der Boot-Button bleibt aber von Anfang an gedrückt bis zum Schluss. Ihr also braucht 5 Sekunden Boot-Button ab dem Reset-Knopf. Also Boot-Button drücken und halten, Reset-Knopf drücken, bis 5 zählen. Ich zähle in der Regel immer bis 6 oder 7 und dann den Boot-Button auch loslassen. Und dann funktioniert es auch mit Flashen starten. So, wir haben jetzt hier die Fehlermeldung gekriegt, weil ich das natürlich jetzt nicht gemacht habe. Fail to connect with the device. Please try again. Normalerweise läuft hier jetzt die Prozentzahl durch, 0 bis 100. Dann kommt noch die Meldung Flash Complete. Gerät wird neu gestartet. Das müsst ihr abwarten, bis da steht Vorgang abgeschlossen. Also meiner neu starten. So. Das mit dem Neustarten mit dem Reset funktioniert nicht so richtig. Zieht den Stromstecker raus, steckt eure Serienschnittstelle ab, steckt den Stromstecker wieder rein. Seid auf der sicheren Seite. Das läuft. Das war jetzt eigentlich die ganze Geschichte, was hier zu beachten ist und wie man hier mit diesem Webflasher flasht. Also wirklich sehr easy, wie gesagt, hier nur genau auswählen. Er unterstützt so ziemlich alle Typen, die ihr also wirklich braucht. Bei dem Supra müsst ihr ein bisschen aufpassen mit dem 204er. Und ansonsten müsst ihr euch dann halt mit dem nächsten Video zufrieden geben. Solltet ihr generell einen Lucky Miner haben, der nicht arbeitet und sich als 204er ausweist, das wäre dann ein Supra, dann wird euch das nächste Video wahrscheinlich dabei helfen, die Kiste wieder ans Laufen zu bringen. Ich rufe mal die Miner auf. Ich habe den ja jetzt damit auch geflasht und restauriert und dann ans Laufen gekriegt. Und hier seht also, der läuft. Hier steht auch schon wieder ein Akzept drin. Ja, da hat er schon wieder ein Hash gefunden. Ich habe allerdings noch eine ältere Version manuell eingespielt, weil ich noch was ausprobiert habe. Ich habe jetzt hier eine 218 am Laufen. Ich habe eine 204 Bordversion. Ja, er ist seit 17 Minuten online. Es ist ein BM1366. Und wenn wir uns mal das Board anschauen, dann sehen wir die ganze Stromversorgung und alles. Das läuft eigentlich wirklich ganz gut. Er hat in der Zeit jetzt 110 Hashes gemacht.
Und der meint jetzt gerade Crow, ne? Also die ganz normalen Settings hier auch drin. Wie gesagt, ist nichts Besonderes. Braucht man nichts ausgrauen. Das ist alles da, wie ihr das kennt. Und das ist übrigens ein Lucky Miner, also, ne, der hier gerade auf AxOS läuft. Funktioniert nach wie vor hervorragend, kann man also immer noch gut flashen. Aber wie gesagt, flashen an der Hardware auf euer eigenes Risiko. Ich übernehme dafür keine Haftung. Ich sage nur, wie es geht. Wenn ihr das macht und einen Fehler macht, ihr lauft immer Gefahr, dass was schief geht. Haltet euch also bitte genau an die Anleitungen und wie gesagt, ihr haftet selber für eigene Schäden. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du dennoch weitergehende Probleme mit deinem PC, deinem Notebook, deinem Miner oder sonst irgendwas haben, mit deinem Netzwerk, mit deinem Server oder deinen Arbeitsplätzen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter Remote-Dienstleister. Wird für euch tätig für 25 € die Stunde, Auftrag gegen Rechnung, keine Vertragsbindung, keine Haken, Ecken und Ösen, kein Abo, kein Online-Abschluss, du kannst dich noch nicht mal online registrieren. Link zum Kontaktformular verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ihr werdet dann kontaktiert. Die erste Beratung ist kostenlos. In diesem Sinne, gehabt es euch wohl und bis zum nächsten Video.